Hallo meine Lieben, heute soll es mal darum gehen, mit der Kantenfräse ein Brett zu fräsen. Das soll später mal ein Untersetzer werden. Ich möchte jetzt das probieren mit einem 6 mm Fräser, einmal das ganze Brett so zu fräsen, dann drehen wir es rum und quer zu den anderen Fräsungen dann so zu fräsen, dass man dann zwischen den Fräsungen durchgucken kann. Bin ich selber gespannt, habe ich auch noch nie probiert. Da schauen wir mal. Das ist ein Fichtebrettchen, das habe ich jetzt nur ein bisschen abgeschliffen. Von der Stärke muss es ungefähr gleich sein. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Moosgummi drunter gelegt, nur dass das Brettchen nicht so hin und her rutscht. Ich hoffe, es funktioniert so. Jetzt habe ich den 6 mm Fräser eingespannt. Habe jetzt hier 6 mm Luft zwischen zu meiner Führung. Schablone kennt ihr ja, wie ich die gebaut habe. Wenn nicht, schaut mal in meinen anderen Videos. Und die Fräsertiefe ist jetzt minimal mehr wie die halbe Stärke von dem Brettchen. Und das probieren wir jetzt mal. Bin selber gespannt. Dann geht's los. Ja, ich merke schon, es klemmt wieder ein bisschen. Aber noch geht's. Vermutlich wird es dann immer wieder schlimmer. Ich muss zweimal durchfräsen, weil der Fräser ist ein gerader Zweischneider. Der macht leider die Späne nicht raus. Ich habe zwar auch Fräser, die den Span nach oben abführen, aber die sind leider nicht mehr so ganz scharf und die habe ich schon mal nachgeschliffen gehabt. Das heißt, der Durchmesser passt dann auch nicht mehr so richtig. Dann wird das mit meinem Führungshölzchen noch schlimmer. Deshalb, weiter geht's. Sieht schon mal cool aus, würde ich sagen. Bis jetzt geht es auch ganz gut. Vielleicht habe ich einen zu kleinen Fräser genommen. Vielleicht ist das zu lummelig später. Aber probieren wir. Wir lernen ja selber raus, ne? Weiter geht's.
Finde es jetzt schon klasse. Wahnsinn, wie präzise man sowas fräsen kann, wenn man so eine Schablone hat. Schon krass, oder? Ich würde es so schon fast lassen. Wenn ich das, meine Vermutung ist, wenn ich dann die Fräsung in die Gegenrichtung mache von der anderen Seite, dass das dann ganz schön lummelig wird. Ja, wenn nicht, müssen wir nochmal mit einem anderen Fräser ein breiteres fräsen vielleicht. Mal gucken. Ja, cool sieht's aus. Gefällt mir richtig gut schon mal. So sieht das jetzt aus. Jetzt drehen wir uns die Sache rum und fräsen jetzt die Seite. Ich muss nur einmal diese Seite gerade schneiden. Das habe ich nicht rechtwinklig geschnitten. Man sieht es auch. Das war nur mit der Bandsäge grob. Ich mache gerade mal einen geraden Schnitt hier dran. Und dann sind wir gleich wieder da. Mal schön rechtwinklig. Ich habe jetzt die Seite zu der Seite rechtwinklig geschnitten. Das heißt, wir legen uns das jetzt so hin und fräsen jetzt hier unsere Bahn. Ich bin gespannt. Ja, es wird. Jetzt kann man hier durchgucken, wie ihr seht. Gefällt mir richtig gut. Wir machen mal weiter. Natürlich, die Späne gehen jetzt noch schlechter raus und liegen jetzt alle auf meinem Moosgummi. Das heißt, es rutscht jetzt auch ein bisschen mehr. Ha, toll. Man könnte sogar später noch die Seiten ein bisschen rund schneiden, dass es dann wirklich auch rund auf dem Tisch liegt. Ich finde es super. Wie ein Netz, was man mit einfachsten Mitteln, ohne teure Spezialmaschinen, alles so bauen kann. Schon krass. Einfach mit einer Eigenbauschablone, die man auch noch verstellen kann. Find's klasse.
Es wird. Cool. Ich baue euch mal ein bisschen um, dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Ich stelle euch mal hier drüben hin. So ist das vielleicht für euch ein bisschen schöner. Ich mache das gerade noch mal ein bisschen sauber, weil durch die ganzen Späne rutscht es dann doch ganz schön. Aber mit Moosgummi ist das schon eine feine Sache. Das ist, bringt schon viel. So. Nochmal sauber machen. Das Schöne ist, es macht auch noch Spaß. Ey, klasse. Tolle Idee. Tolles Projekt. Man merkt jetzt auch, dass mein Holzbrettchen wird als leichter. Ich habe sehr viele Späne, wenig Brett. Aber so soll es ja auch sein, ne? Ich finde es klasse. Ein Stückchen weiter hier rüber gehen. Ja. Endergebnis. Super cool und relativ einfach gebaut. Ich finde es klasse. Noch ein bisschen schleifen, ölen und fertig. Hier sieht man, das ist jetzt noch nicht rechtwinklig. Das kann man noch mal ein bisschen abschneiden. Ich
würde es dann aber hier abschneiden, dass ich dann unten keinen freien Steg habe. Könnt natürlich auch, könnt es rund schneiden, ne? Aber dann würden am Rand bestimmt die Ecken abplatzen. Ne, ich lasse es so. Ich schneide es nur noch gerade. Klasse. Was meint ihr? Tolles Projekt oder ist es Blödsinn? Oder Videobeschreibung sind die Maschinen, die ich benutze, alle verlinkt. Bei Amazon, die könnt ihr über den Link auch kaufen, bestellen. Euch kostet es nicht mehr, mir bringt es ein paar Cent ein, damit ich immer weiter schöne Videos für euch machen kann. Und bitte abonnieren und liken. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.